Dann schreiben wir mal kurz mit dem. Schauen wir mal, was wir da für Leute haben. Ja. So, ich bin gespannt auf die Instanz, auf die neue, auf diese hier. Ist halt hier alles amerikanische Tastatur, dürft ihr nicht vergessen. So, wen haben wir denn jetzt alle schon da? Den Heiler, einen DD. 2 DDs fehlen noch. Reparieren wir noch mal kurz, ja. Und dann jetzt geht's weiter. So, wir haben ja schon nach 10, wenn ich das richtig sehe. Bedeutet also, dass wir hier nur noch eine Dreiviertelstunde haben. Die andere Instanz werden wir uns wahrscheinlich dann leider nicht angucken können, aber naja, ne? Genau, die Kriegsfronten, also Warfronts, sind 20 Spieler gegen NPCs, nicht gegen andere Spieler. Das ist kein PvP. Das 3-Feature ist auch im PvP möglich. Da könnt ihr quasi beides machen. Sowohl PvE als auch PvP. Und drüben ist jetzt erstmal Gold inzwischen. Ich weiß gar nicht, wer da so ist. So, was haben wir? Genau, was haben wir hier für Klassen? Wir haben einen Tauren Hunter. Er ist da. Wir haben hier einen Orc Warrior und einen Tauren Schamanen. Dann würde ich sagen, lasst uns anfangen. Ich weiß nicht, wo wir jetzt hingehen, aber ich gehe einfach mal geradeaus, ja. Straightforward ist das Geheimnis hier. Und also ein Schamane, wie gesagt, ist dabei. Heiler ist ein Troll-Schamane. Ich stehe auf Schamanenheiler persönlich. Finde ich auf jeden Fall gut. Was machen wir hier, ey? Das ist ein bisschen nervig. Kommt man zusammen am besten, damit man die hier machen kann. Damit die nicht aus meiner Scratch-Range rauslaufen. So. Und dann die nächsten Dinosaurier, ja. Oh, oh. Wow. Hab mich jetzt diese neue, Was macht denn so viel Schaden? Nee, das war ja nicht Iron Skin. Also das war ja nicht das Problem, sondern meine Gruppe ist ja gestorben. Ich weiß nicht genau warum, aber irgendwas hat er ganz viel Schaden gemacht. Let's see. Vielleicht irgendwas, was ich dazu geholt habe, das kann natürlich sein. Ah, der viele hier. Wer ist denn da schon wieder tot? Also warum vor allen Dingen? Woher kommen die Kleinen überhaupt alle? WTF? Ja, ich weiß, weil ich geviert war, hatte mein Heal-Aggro von irgendwelchen neuen Kleinen. Die Frage ist, warum? Kannst ja schlecht, also ich kann ja da nichts anderes machen als die, haben wir irgendeinen CC? Also ich habe leider keinen CC für den Großen da. Ansonsten... Ach guck mal, da hinten kommen noch mehr. Ich glaube irgendwie langsam, dass die einfach, oder ist jetzt einfach zurückgesetzt oder was? Keine Ahnung, ob der jetzt zurückgesetzt ist oder...
Ich habe hier mir natürlich auch meinen Interrupt nicht in die Leiste gezogen, ja. Skilled. Aber auch meine Taste nicht für Interrupt. Hunter das Pad anziehen, ne? So, dafür bräuchte ich jetzt eigentlich einen Interrupt, der auch jetzt kommt von einem der anderen. Wo ist denn meiner hier gerade? Müssen wir mal kurz schauen. Teleport Moonblade, Feline Swiftness. Wie heißt der denn nochmal? Ist die ganze Zeit, ach, für Skullbash, genau. Mal gucken, eben. Skullbash, da. So. Zwar keine schöne Leiste. Immerhin habe ich die Akku von allen. Das ist erstmal. Ich habe mir auch gedacht, Mensch, du nimmst den Druiden, der ist zumindest leicht zu spielen. Da verlierst du die Akku nicht, da überlebst du eigentlich im Normalfall mit also die Frenzied Regeneration da. Ist auch jetzt ein bisschen anders von der Skalierung her. Was ja auch ganz gut klappt, wie ihr seht. Also man stirbt jetzt halt nicht sofort als Tank hier, selbst mit den neuen, weniger effektiven hier. Rassenfähigkeit, ne, die benutzt sie nicht mehr, ey. Die hat mich ja gerade schon fast in den Abgrund gestürzt. So, wohin gehen wir jetzt mal? Achso, ist eigentlich egal. Gehen wir mal geradeaus. Ich möchte, oder... Nee, links? Wir gehen geradeaus. Wir folgen einfach dem Tank. So ist auch richtig, finde ich. Kommen wir da hoch? Okay. Vielleicht muss man doch erst die rechts und links machen, würde ich mal sagen. So, machen wir mal den Draw an. Auch den ziehen wir nochmal raus. Und machen hier wieder, oh ja, mein Freund. Das war ja, dass der Typ seinen Befehl nicht rauskriegt, weil dann wären wir nämlich zu denen da vorne geführt worden und das wäre bitter gewesen. Ach, und unter mir ist der Boss? Alles klar, ja, wir gehen jetzt erstmal hier rein. Aber endlich mal wieder eine Troll Instanz. Bin ich ja schon absolut ein Fan von, muss ich gestehen. Genau, es gibt das Gast für alle, die es noch immer nicht mitbekommen haben hier, weil sie später zugeschaltet haben. Ich habe also momentan nur Item-Level 170, glaube ich. 185. Also nicht sonderlich hoch. So, geht das hier immer noch oder nur solange die Leute da? Ah ja, sehr cool. Also noch ein bisschen schneller machen. Hier ist dann wahrscheinlich gleich der erste Boss. Vielleicht nicht der beste Moment, die zu encountern, wo einige noch auf dem Weg waren. Gebe ich zu, ja, gebe ich zu. Aber hey, wir haben ja dafür irgendwie Fähigkeiten hier. Und dadurch, dass ich so viel Schaden kriege, ich ja ganz viel Rage, die ich dann wieder benutzen kann, hier mir eine Verteidigung aufzubauen. Das geht aber was. Der Boss ist, Sie werden sehen, oder mal hochfallen. Findet ihr sie nicht auch so geil, die Leute, die schon wissen oder schon den Boss kennen und dann erstmal hier sich hinsetzen in den Stream. Ah, der Boss ist ja echt easy, aber die Noobs da, ne, weil sie halt nicht wissen, was zu tun ist, ne, sowieso ein Blood soaken, bevor sich transformiert. Alles klar. Ich informiere mich mal nicht darüber, ja, sondern ich pull den einfach. Ich weiß nicht genau, was ich für ein Blatt wie soaken muss, aber... das da. Wie soakt man das denn? Stellt man sich da rein?
Ah, hier, da. Darf man da viel von nehmen? Okay, ist jetzt hochgehalten. Ich sehe schon. Und irgendwelche Leute sind gestorben, weil sie keinen Blatt gezogen haben. Verstehe. Das ist ein Problem. So, der eine Putzer. Immerhin lebt nur ein DPS und der Heiler, ja. Diesmal hat sie sich dann zumindest nicht ganz so geil. Ich habe auch keine Ahnung, was hier sonst so vor sich geht, aber ich werde offensichtlich nicht mehr geheilt. What the fuck ist Battle Rest? Ja, das stimmt. Den habe ich ehrlich gesagt mir gar nicht rausgezogen, aber das hat so auch keinen Sinn gemacht bei 2 Leuten, die halt tot sind. Da wollte ich dann lieber vipen und mir den Kampf noch ein bisschen besser angucken. Control Minus, um meinen Sound leise zu machen. Wo ist denn hier ein Minus auf der Tastatur? Ey? Ist das so laut, ja? Oh ja, MDW, habt ihr recht, ja, habe ich voll vergessen. Da ist mein Gear nochmal. Ja, ich finde, das ist so authentischer, oder? Außerdem stand ich doch auch in den Zonen drin. Oh, ich bin hier irgendwie in einem Feuer stehen. Ja, ich bin nicht Krit-immun, wahrscheinlich. Only one blood, okay. Just step in the blood right before she casts, okay. Also so soll sich halt schon verteilen und dann direkt reingehen, bevor sie castet. Das können wir machen. Mal kurz gucken, dass die alle... Ach, ich bin nicht wieder rausgekriegt worden. Wollten wir noch den Battle Rest holen. Wie heißt der gleich? Rebirth. Dann wirklich jemand stirbt. Okay, gut. Wäre schön, wenn ich einen Timer dafür habe. So, da hinten ist schon mal 1. So, noch 1. Hier wird dann eher auf die linke Seite gehen. So, jetzt haben wieder hier einige Leute kein Blatt gehabt, ne? Jetzt ist es ja. Also jetzt wieder hochgehalten. Ich schätze mal, dass sie sich dann auch halt... Ist das schlimm, wenn man eigentlich in den Stelle drin steht? Machen die Schaden? So, da gibt es wieder neues Blatt. Aber hier hinten sind ganz viele. In der Hoffnung, dass irgendwer sich... Sie hält sich aber wieder hoch, ne? Also, das scheint... sie gehen da noch immer nicht rein, das ist ein bisschen blöd natürlich. Gerade sehr viel Schaden. Strahlen heißen, dass ich es richtig mache, hoffe ich, und die anderen, dass man es falsch macht, oder was? Oh. Leider schon tot. Wenn du einen Strahl hast, in die Pfütze. Ja, aber wir haben doch gesagt davor. Das hat doch gereicht. Gelb gleich falsch, sag ich ja. Ich hatte rot. Also haben das halt immer noch 3 Leute falsch gemacht. Obwohl die Leute das gesagt haben.
Einen Versuch noch. Was will man machen, ne? So ist das normal. Aber ich finde die Instanz so richtig geil optisch, oder? Boah, ist schon richtig heftig cool, finde ich, gemacht. Das ist auf jeden Fall genau mein Flavor, dieses Maya-Style-Ding hier. Ich finde beide aber auch gut. Stimmt, Hengelmann. Das stimmt. Wahrscheinlich sind das Amis. Ach egal, ich schreibe hier nichts. Mit dieser Tastatur kann ich echt wenig schreiben. Schreibe ich doch was? Ach, egal. Gucken wir mal. Können wir uns genauer angucken gleich, wer das falsch macht. Wie viel Leben hast du in Bärform? 26.800. Mehr nicht leider. Die neue Voice-Funktion, die ist, glaube ich, nicht aktiviert. Aber da müsste ich auch die ganze Zeit Englisch sprechen mit euch. Was dann nicht so schlau ist. So. Da der ist schon deutlich besser. Deutlich besser. Jetzt haben wir wieder 2 Leute ohne Strahl, ey. Mann, Mann, Mann. So schwer ist doch halt echt nicht da reinzulaufen auf die richtige Seite, oder? Denkt man sich. Muss man ziemlich unglücklich ziehen eigentlich. Der erste, diese mechanische Tastatur, die ich hier habe, von Corsair, wäre ganz cool, aber es sind noch immer Leute mit einem gelben Strahl, oder sehe ich das falsch? Habt ihr auch gesehen, ne? Was ist das hier für ein dämlicher Debuff? Den könnt ihr halt wahrscheinlich auch dispellen, ne? Das ist halt sehr, sehr störend. Das ist halt mehr Magieschaden. Was hat er da schon aufgesaugt, ne? Ja, der eine hat, glaube ich, keins abbekommen, weil er halt vorher reingegangen ist. Das hat auf jeden Fall noch viele. Och Mensch, ey, da steht er echt da drin. Ich kann mal da rein, ey. So, wenn jetzt alles gut geht, müssen wir ja jetzt gleich sie töten können, hoffentlich. Ein DPS ist down. Oh mein Gott, sie sind down, Leute, sie sind down. Und. Yay! German First vielleicht. Das war doch für mich jetzt persönlich, den werde ich mir aufschreiben, von Priestess Al-Nusa, der German First, ja. 14:25 Uhr. Ein bisschen Zeit haben wir. Können also auf jeden Fall noch weitergehen. Die XP wurden wahrscheinlich auch runterskillt, sehe ich jetzt gerade hier nicht, ja.
Ups. Hä? Ist auch viel effektiver, wieder zurückzugehen, indem man stirbt. 215 Items, genau. Dazu gibt es auf jeden Fall einen Raid Dog, ey. Und der danach, so, gehen wir dahin, würde ich sagen. Letztlich war es kürzer, sage ich euch, ja. Vor allem ist dann auch was bei der Klasse. So, aber unterbrochen, die Sau. So, jetzt versuchen wir mal die Fähigkeit hier von den neuen Tauren. Oh, warum läuft die zurück? Habt ihr das gesehen? Das war fast ein Moonwalk oder so. Wir können runter zum T-Rex. Ja, machen wir gleich noch. Gehen Sie erstmal hier hin, glaube ich. Man merkt halt, wie gut unsere Kuppel zu wird. Kein 4 geht mehr durch. Der Tisch wie hat Rollen. Ich habe gerade die Rollen erstmal nach hinten geschoben. Ich habe euch doch die Unterrasse von Allianz gezeigt. Die Charaktererstellung, die jetzt im Game, also keine Ahnung, ich finde, das sieht realisiert im Game jetzt nicht so viel anders aus, glaube ich, als was passiert hier? Ich finde aber erstaunlich, dass einige von euch echt schon so viele Streams offensichtlich geschaut haben, dass sie sogar schon wissen, was die Bosse hier in der Instanz machen. Das ist Wahnsinn. Also da kommt jetzt ja gleich der Vokal. Void Toxic Leap, okay. Void Standing in Toxic Pools, ja das kann ich. Das hört sich nach dem an, was ich auf jeden Fall kann. Das ist hier auch wahrscheinlich die Toxic Pools und ungefähr das, was wir da haben. Genau, Low-Level Scaling gibt ab Patch 7.3.5 nicht schneller, sondern anders, würde ich mal sagen. Also es ist halt anders einfach, ja. Nicht unbedingt schnell. Ist das der Boss da? Ja, ne? Nee. Doch, Vokal. Müssen wir direkt machen? Kill Totems, make Boss vulnerable. Okay. Woher kennt der das auch schon? Ah, und das ist ja Toxic Leap, von dem sie hier sprachen. Oh, die haben eine Puppe noch mitgeholt. Yay. Das könnte wieder ein Vibe sein. Oder ist die geaddet? Ich hab nicht genau. Oh ja. Yeah. Great, ja. Yeah. Also falls ihr es nicht gehört habt, Ion Hazzikostas ist auch da. Also es wird jetzt ein bisschen englischer werden, aber ja, ne, er wird auch noch kurz reinschauen. Hey Ian. How's the dungeon treating you? Yeah, great. How's it for you? It's been good. Great BlizzCon again. Oh yes. Yeah, we're doing right now here this new trollish dungeon. It's great. It's awesome looking, I think. Atal'Dazar, Tomb of Kings. So I did an interview lately where I talked about legendaries. Obviously, you told Jesse yesterday that there won't be the same legendary system in Web Azeroth than in Legion. But I asked them, where's my boss here? I don't know. But I asked him if there will be legendaries at all, and he told me you don't have decided yet. I think so. Definitely will not be Legion legendaries in the same structure. Now, I think
legendaries in general, it's the same as the answer in any past expansion. You know, I think it depends on whether there's a a specific weapon or a specific mighty item that comes from a key character in lore, from a raid boss or something that feels like it should be legendary quality. That'll be something for us to discuss. But we might return to some of the old style of legendaries here or there, if it makes sense. Okay, great. So, I will just speak to the chat for a minute. Ihr könnt auch gerne Fragen stellen, ich werde sie dann weitergeben. I just told them that they can ask questions and I will give them to you if they have some. So, about the item squish, we saw it here. 185 is not the normal item level for Battle for Azeroth, I guess, or? I think it's probably around where, I mean, I think people coming in with good Antorus gear will be higher than that, of course, but someone just coming in naturally, through a boost or whatever, will probably start around there. So we're doing a squish very similar to what we did back in Warlords of Draenor, except this time we're also squishing item level, which I think we should have done the first time around, honestly. We brought all the numbers down last time, but kept the item levels the same, which led to some very strange things, especially when leveling. Like if you compare a Wrath of the Lich King item to a Cataclysm item, one might be 300, the other 400, but there's only like a 2 stamina difference between the two. It makes item level kind of meaningless in those ranges. That's right, yeah. So, Antorus will be like 340 or something like that? I saw that in the adventure guide. It's I don't know if the numbers are final. It might be around that. We'll see. Okay. Yeah. So, no release date for Antorus right now, right? It will be announced very, very soon. A release date will be announced very soon. Yeah, I was looking forward, but soonish Blizzard-like or real soon? Within, I think, within a few days, players will know when Antorus is coming out. Let's kill this boss, and then I will take a look at the chat. Empty space to stand right now. Yeah, I'm looking for empty space. Will there be a preview of new Worgen models? No, I don't think there are new Worgen and Goblin models in Battle for Azeroth, right? No, there are not. We want to make the updated Goblin Worgen models happen, but it's not something we're going to be able to do for Battle for Azeroth at launch. But it's something we want to get to as soon as possible afterwards. Okay. So let's take a look. Yeah, Titanforge and Warforged will still be in the expansion. I already took this out, and it will be a little bit different. What kind of different? So I think where appropriate, we'll make some. We're going to look at the chances for these events to occur. We might make some adjustments to how frequently you see it happen. But also the new armor pieces that are Azerite attuned, so your helm, your shoulders, your chest, that have these Azerite powers for the Heart of Azeroth system, those will not Warforge or Titanforge. There's already enough depth and complexity to that system. So not that much World of Random craft at this point. A bit less, and I think it's I understand. We are well aware of the feelings around Warforging and Titanforging. I think at the end of the day, though, most players. The best geared players in the world are the ones who do the hardest content in the world. And yes, you might see that, the example on the armory or hear the story of the person who got the, plus 60 Titan Forged Raid Finder trinket. But that person literally won the lottery. Like, that person is one out of tens of thousands. That's not the right way to get gear. You're not going to get the best gear in the game by doing Raid Finder. Okay. But occasionally you can get exceptionally lucky, and it's a story to tell. Oh, here's someone who mentioned you're still playing a Resto Shaman as a main character for yourself in game. Potentially. I play a couple different characters, but I have been known to heal here and there. Okay. Will there be a requirement for the sub races to transfer? That's I guess the question is it bound to the server, or is it account bound? It's an account-wide thing. So once on your main character and any of your characters, once you complete the quest to bring, let's say, the Nightborn into the Horde, then your account can make any characters and pick Nightborn as an option from that point forward. Okay, that's great. No Nightborn Druids, by the way, but a new Tauren race for Druids. That's awesome, with shiny new bear form. Exactly. Great. Bear form with moose horns, because you're a Tauren. No, I don't think so.
Oh yeah, let's speak a little bit about the Music Plus content Sure. you made recently with the Music Dungeon Invitational. Do you have any specific plans right now to expand that? Or To expand the Mythic Dungeon Invitational? yes, I think we haven't announced anything yet, but certainly, we're very happy with how it turned out. There's a lot of excitement, a lot of interest, and we learned a lot of things, I think, in terms of improving the viewer experience and the format in general. So I think it's something that we're likely to do again, and we're excited about that. Oh, about the scaling, by the way, I had many comments about that because players are wondering why the Cataclysm and Mr. Pandaria content is not scaling until level 100. The only option is still Waters of Ruina to do this leveling. Are you considering perhaps to extend that? So I think having a choice between 2 expansions, I think, is a good number. It makes sense, in that space. Now, it's possible down the line, like once Battle for Azeroth is out, that what we could do is go back and say that Warlords and Legion both go from 90 to 110. Then you would have those 2 choices there, so you could do Legion entirely instead of Warlords as just a long-term structure. Okay. And you announced yesterday Uldora as a new time-walking options. Will all the classical hard modes, they are called hard mode there, be available? So yes. So no, okay, Algalon is not there because that's complicated with a quest and all that. Yeah. But no, you can push the big red button behind Mimiron. You can, do zero Keeper's Yogg if you want. I think that might be very interesting. It should be an interesting experience. Now I see, by the way, I have those skeleton raptors because there are some tiny bones. It's not that easy to spot. By the way, Kazan is only an instance right now. Yes. Will it be also a future zone, perhaps in a later patch, or perhaps, is it not planned? But I think that for now, it's a place we're going to be visiting as a dungeon, and then beyond that, who knows? So, about the classic servers, are there any details yet you can additionally share, or is it not your department? I mean, you're obviously in the new WoW. Yes, exactly. So I think it's a mix of that. I think it's very early on still. I think we were just announcing that we are beginning this project. Players, people who are keeping an eye on our careers page may see some job postings going up related to the classic server efforts. But there's a lot of questions still to answer, so it's really too early to have answers to most of those. Yeah. I think a lot of them are also going to involve discussions with the community. I think we're very interested in hearing from the community about what exactly they expect from this experience and what is they're looking for. I think part of why we're doing this is because of the passionate response from our player base, from Warcraft fans in general, and so it's not really fair or right of us to try to get ahead of that discussion. We want to hear from you. Okay. So about flying, the people always mention flying. I knew that you did not have decided yet if there will be flying available on the 2 new continents, right? Or I think it will. At this point, our general pattern that we're happy with from Warlords and from Legion is flying can be earned through playing through the content. It won't be available right away, but it's something that you can work your way up to. Oh, 215 is level up item level. There you go. Was this the last boss? I'm not sure. No, I think there should be. Yeah, there is one more boss. Okay. There's a staircase up a waterfall that used to be yeah, it will be. I was there at the beginning. Yep, and exactly. Can't get in. Yeah, exactly. Right, straight ahead of you now. That's so awesome, this instance. I love it. Oh. Yeah, we'll see. So, it's now open. 3.5. Do you have to announce perhaps any additional content for that, or? No, I think so. The core of 7.3.5, we have the improvements to level scaling will begin showing up there. Uldor time walking, as I mentioned, a preview of the new Seething Strand Battleground coming in Battle for Azeroth, as well as some story content around beginning to tell the events, the epilogue, what happens after Entorus, that begins to lead us from the events of Legion into Battle for Azeroth to come. Okay. Yeah, I'm very interested in that.
And our artifact weapons, I mean, all the traits, all the abilities you got from them are gone now, right? I mean, I don't have any Yes. additional. And are there any further plans to adjust some of them into the classes? I guess the class tuning is not. Yep. It's exactly. This is a very early stage. But so if for example you were playing an elemental shaman, you might notice that the artifact active currently on their weapon, Stormkeeper, is a talent in their talent rows. So there's some places where we're going to take the artifact away. We're going to see what the class or spec looks and feels like, how it plays without the artifact, see what holes appear, and in some cases the answer is yes, we need to take a core artifact ability and give it to the class baseline or put it in their talent tree, because that was the right answer to that problem. In other cases, it may work just fine without it, or maybe there's a different solution. So I think there isn't one fixed approach we're going to take, but obviously we're moving forward to make sure that classes and specs feel and play well and are effective in a post-artifact world. Yeah, I mean, it was just a choice for me of which tank I wanted to go in an instant with, and I selected the Druid because I thought it's less dependent on the artifact weapon at the moment. So, it's yeah, very interesting. So at the next you have Q&A. Will you be there up? Yes, I'll be on the stage at the Q&A in an hour and a half, I think. Yeah, it's not at 4. Oh, yeah, or an hour and 20 minutes. Yeah. Great. So, any other things you want to share with us about perhaps this dungeon or the new dungeons? We did not see the pirate one, I freehold, or what it's called. Yes. We made a vote and it was very, very close, but they wanted to see the Troll Instanz. So okay. I mean, it's been a long time since we've had a proper Troll dungeon, Troll raid, so it's important to get back to those Warcraft basics. I think we're really excited about the dungeons that are coming in Battle for Azeroth, obviously. I think Legion did a lot to really bring dungeons back into the heart of the game and make them something, especially with Mythic Plus, that matters throughout the entire expansion. I think we've learned a lot of lessons from that system, and so I think we can also, we're this time approaching designing the dungeons with some of the affixes in mind, whereas for Legion, we made the dungeons before the Mythic Plus system even existed at all. And then we had to go in and layer in, how teaming is going to work or how they're going to interact with certain mechanics like bolstering or, and it led to some frustrating combinations. Yeah, teaming is sometimes annoying a little bit. Exactly. And so, I mean, we were doing our best to fit the two together, whereas now we can understand that from the beginning and really plan around it properly. Yeah, great. We did it. Nicely done. Great. So, I will take a little bit closer look in the questions. Oh yeah, the Night Elves, Teldrassil. I'm confused with the names. Is burnt. Will they still stay in Will we see that actually in-game, or will it not take place in-game? So, I mean, the Aftermath you will certainly see in-game. The way that will probably work is if you're a low-level Night Elf, you're a brand new character, you'll still start off in Teldrassil as it is today. Then once you play through the story and you reach the point where those events happen, the world will update for you. That's something we can use phasing to accomplish. We don't want to ruin the low-level experience. We don't want to make it so that you can't be a Night Elf anymore. But yeah, so that's something that players will witness. Okay. And for raids, is there any plans to update the Mythic raid size? Will there be still 20 players? Still 20 players, and I think I obviously understand. If you end up with people quit, you have 17. You wish it were flexible. You wish it were a smaller size. I think, as we've said in the past on many occasions, I think flexible can't work. There are too many. At the Mythic level of tuning, there are too many problems there. The last thing we want is, we know, despite how hard we try, there'll be some fights, if we made it flexible, where the right number of people would be 16, and then another fight it's 20, then another fight it's 12. And the last thing we want is to see groups sitting people, and you just have this bench for multiple fights. So that's not going to work. And then in terms of what's the right size, I think a smaller number would limit, in many ways, the tactical complexity, our ability to expect certain classes to be present. And I think the reality is what we've seen throughout the history of Warcraft raiding with fixed size raids, whether it was 40, 25, 20, as a guild, as a leader, you recruit around the current raid size. You
And if we decided tomorrow we're going to shrink to 15-player raids, guilds that currently have rosters of 21 or 22 wouldn't keep a 23, 24-player roster for 15-player raid. Yeah. You'll naturally shrink down to 17 or 18. And then all it takes is a couple of people leaving and things come up, and now suddenly you're saying, well, 15 is too big, please make it 10. And that's just the nature, and it's one of the challenges of running a raid guild, right? You need to recruit, you need to work around people's schedules because people aren't reliable. That's the nature of life. Yeah, so last question before we have to wrap up the stream is, I'm sure you won't have an answer, but they're asking anyway. So is there anything about the pre-order for the next expansion and, of course, beta release? It's not available yet. Definitely, for beta, go to your account page, make sure your opt-in preferences are set accordingly. We should have more information about beta soon. We're definitely excited to share what we've been working on with more people. I mean, I think, as you can see, if you've been playing on the demo we have here at BlizzCon, we have a good amount of content that's pretty far along. We'd like to share it with more people as soon as we can. I mean, even the graphical maps are in there. That's, if I remember back, in Legion we only had the Demon Hunter starting area, so it's very promising that you're so far ahead. No, the team has been hard at work for, honestly, we've been working on this since before Legion came out. Okay. So it's exciting to finally be able to tell the world. So, thank you very much for being here. Pleasure. It's always a pleasure to meet you, and we will watch the Q&A later, and I will wrap up the stream now, and thank you very much. Excellent. Thank you. Great. Enjoy. So, also, liebe Leute, cool, dass Ian sich hier auch nochmal hingehört hat. Ist einfach ein super Typ, finde ich. Ich finde ihn ultra sympathisch. Auch wenn man sich überlegt, wie er halt generell so als Typ ist und was er halt so als Ideen hat. Deswegen, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Cool, dass wir einen Dungeon geschafft haben. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und werdet einfach beim nächsten Mal wieder dabei sein. Ich werde alles hochladen. Ihr könnt euch das alles im Nachhinein nochmal anschauen. Könnt halt im Nachhinein nochmal gucken, wie es ausschaut mit der Instanz, die wir hier durchgespielt haben. Immerhin, wie die Allianzzone aussah, wie die Horde-Zone aussah. Schaut auf Vanion EU weiterhin vorbei. Da wird heute im Laufe des Abends für euch dann auf jeden Fall der Mitschnitt da sein. Den werde ich später hochladen. Ich gehe jetzt gleich ins Hotel rüber, kümmere mich um den Mitschnitt. Morgen wird es auch noch ein Interview geben, was ich schon gehabt habe. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Der Update kommt auf jeden Fall heute. Ich mache das gleich direkt. Ich teile das auf in die einzelnen Zonen bzw. die Instanz. Es gibt also 3 Videos auf YouTube hinterher. Mache ich gleich innerhalb der nächsten Stunde fertig. Und ich schätze, so in 1 bis 2 Stunden wird das auf YouTube vorhanden sein. youtube.com/Vanion mit 2 O, einfach dahin, ja. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und ich sag mal, wir sehen uns dann wieder regelmäßig, hoffe ich, demnächst, spätestens in der Beta, da mache ich ganz, ganz viele Videos und Livestreams, da bin ich mit euch, hoffentlich auch in der Beta und ja, danke fürs Zuschauen. Von der BlizzCon hier, danke an Blizzard für die Möglichkeit und dann werde ich mal jetzt den Stream beenden. Tolle Zahlen übrigens, super, dass ihr alle eingeschaltet habt. Tschüss!